Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Angereist aus nah und fern, das kann man wirklich sagen. Seid herzlich willkommen zu unserem allwöchentlichen MCC-Gottesdienst hier in der wunderschönen Steckfeldkirche. Danke für die Musik, Bernd, mit der du uns eingestimmt hast. Und was gibt es für Nachrichten aus der Gemeinde? Der Vorstand hat sich getroffen diese Woche schon und hat Pläne geschmiedet für die Zukunft und hat Zahlenwerke aufgestellt. Da komme ich dann vielleicht nachher dazu, wenn wir dann über die Kollekte reden. Und wir haben einen Termin ausgeguckt für die Gemeindeversammlung, die alljährlich stattfindende, auf der wir dann unsere Zahlenwerke auch diskutieren und beschließen möchten. Und die soll stattfinden am Samstagabend, dem 27. März, im Anschluss an den Gottesdienst. Ich denke und hoffe, dass wir das dann können und dann werden wir das hier in diesen Räumen tun. Ja, und dann heiße ich euch willkommen in ihrem und in seinem Namen, in Gottes Namen. Eingeborener Sohn, Geist, der weht, wo er will, Vater und Mutter, Gott, der und die du für uns bist. Amen. Und lasst uns den Gottesdienst beginnen mit einem Gebet. Guter Gott, der du uns immer wieder neu begegnest, mach uns offen für diese Begegnungen. Überrasche du uns immer wieder, wenn wir dir begegnen. Gib du uns die Kraft, die Weisheit und die Offenheit, auch unseren Mitmenschen immer wieder neu zu begegnen. Segne du die Menschen, die wir treffen, und auch uns in diesen Begegnungen. Und Gott, gib du uns den Mut, auch uns selber immer wieder neu zu begegnen. Öffne unsere Augen für die Möglichkeiten, die du in uns siehst. Du siehst manchmal einfach viel mehr als wir selbst über uns selber. Mach uns offen für das Neue in uns, das jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend in uns geschieht. Schenke uns die Überraschung und die Freude der Neuschöpfung und des Neuanfangs in jeder dieser Begegnungen. Amen. Ihr Lieben, es ist eine etwas komische Zeit, oder? Sie ist komisch, im Moment bleibt sie auch noch komisch, absehbar. Schieben und drücken wir uns etwas angestrengt durch diese Zeit. Und man merkt es immer wieder im Supermarkt oder irgendwo unterwegs, die Nerven werden dünner bei vielen Leuten. Und sie werden ungeduldiger und ungehalten. Und ich merke das auch an mir. Ja, dass man irgendwie schon so voreilend grantig wird manchmal. Und ich glaube, es ist einfach ganz arg wertvoll, dann nochmal sich selber auch nochmal so einen Stopper einzubauen und zu sagen, ist gerade angemessen oder bin nur ich gerade schon, bringe ich mich mit meiner Ungeduld. Und wir wünschen einander den Frieden hier und geben uns den mit Geduld und Nachsicht, wenn es mal ein bisschen länger dauert an der Kasse. Und Geduld, wenn die Schlange an der Post lange ist. Ich musste gestern in Frommern auf der Post warten, habe gedacht, hallo, ich habe einen Termin, könnt ihr das schneller machen? Und ein freundliches Wort für die Frau auf der Post und den Mann an der Supermarktkasse. Es ist immer so schön, wie sie strahlen, wenn man einfach ein nettes Wort hat. Und den und die anderen wissen lässt, ja, es ist für uns alle anstrengend. Schaut euch an, dreht euch um, strahlt euch an. Und wir sehen die Nase und den Mund nicht, aber so ist es halt. Aber die Augen und die Lachfältchen, die sehen wir.
wünscht euch den Frieden Gottes. Den Frieden, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Eine Lesung aus Markus 1, die Verse 21 bis 28. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Schabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Amen. Lieber Gott, es ist Zeit für Predigt, dein Wort. Zu hören sei du hier in unserer Mitte. Wir sind mehr als 2 oder 3, die sich in deinem Namen hier versammelt haben. Lass uns hören, wovon du möchtest, dass wir es heute hören. Und lass unseren Axel sprechen, wovon du möchtest, dass er es heute spricht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diesen Text gerade gehört habt aus dem 1. Kapitel des Markus-Evangeliums, diese Austreibung des bösen Geistes in der Synagoge von Kapernaum. Also ich gestehe, mir ging es nicht gut, als ich diesen Text gelesen habe, irgendwann Mitte der Woche. Ich gucke da immer so auf meine Predigttextliste und dachte, oh neu, also muss das jetzt sein. Also können wir nicht irgendeinen Text haben, der ein bisschen euphorisch zeigt, das sind schwierig genug, jetzt muss ich mich nicht auch noch, weil dieser Text ist richtig schwierig. Also für mich ist der auf ganz unterschiedlichen Ebenen schwierig. Da ist zum Beispiel diese ganze Situation mit dieser Geisteraustreibung. Das ist natürlich ein Bild, in dem die Menschen der damaligen Zeit leben. In der Zeit Jesu und auch in der Zeit, als das Markus-Evangelium geschrieben worden ist, war das vollständig normal. Selbstverständlich gibt es böse Geister und selbstverständlich können Menschen mit Kraft und Vollmacht diese bösen Geister bannen. Ja? Und dann macht es natürlich in meinem Kopf, der von der Aufklärung und vom rationalen Denken herkommt, macht sofort diese ganze Dings auf mit, was hat der jetzt Kit und war der schizophren oder war der jetzt Borderline oder war das irgendwas ganz was anderes oder darf ich überhaupt solche Vergleiche ziehen, weil wenn ich jetzt anfange über böse Geister und Krankheiten nachdenken, dann diskriminiere, also ihr merkt, da mache ich sofort so ein Fass auf. Ja? Will ich eigentlich nicht. Und dann diese ganze Situation mit dieser Geist, der Jesus sagt, ich weiß ja eigentlich, wer du bist der Heilige Gottes. Und Jesus sagt, halt deine Klappe, sei ruhig. Ich will nicht, dass du das rumerzählst. Aber es steht im Markus-Evangelium, also sie haben es ja dann rumverzählt.
Der ganze Text steht ja gerade deswegen am Anfang vom Markus-Evangelium, um gleich am Anfang vom Markus-Evangelium zu sagen, derjenige, dieser Jesus, von dem wir euch da erzählen, in dieser Geschichte, in diesen paar Kapiteln Markus-Evangelium, das ist ein ganz besonderer. Der predigt mit Vollmacht, der verwundert sich, der verwundert die Menschen, die sind vollständig sprachlos, weil er anders predigt als alles andere. Also gleich am Anfang, im ersten Kapitel, soll den Zuhörern gesagt werden, macht euch auf was gefasst. Was dieser Jesus da sagt, das ist was anderes, als ihr bisher gehört habt. Naja, wie lange machen wir jetzt hier Gottesdienst? Ja, also in der Gemeinde seit 20 Jahren und als Gesamtkirche seit gute 2000 Jahren. Also wir wissen schon, dass Jesus toll ist. Ja, müssen wir jetzt ja auch nicht nochmal erzählen. Hm? Das waren so die Erstreaktionen, die ich gehabt habe, so in den ersten paar Sekunden. Und das passiert mir öfters, dass ich so Texte instinktiv ablehne, weil sie auf den ersten Blick so ganz fremd erscheinen. Also eine Geschichte, in der ein böser Geist spricht und was sagt und von Jesus zum Verstummen gebracht wird. Auf den ersten Blick stellt sich da schon die Frage, was machen wir jetzt da draus in unserer heutigen Zeit? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe mir gedacht, warum sagt Jesus das eigentlich? Also fangen wir doch mal da an. Also die Situation im Gottesdienst, einer steht auf, brüllt rum und sagt, Jesus, ich weiß, wer du bist. Du bist Jesus von Nazareth, du bist der Heilige Gottes. Und Jesus sagt, sei ruhig. Also der Jesus, der ja mit allem und jedem diskutiert. Also den wir ständig, also man braucht Jesus ja bloß anstupsen und Jesus macht eine Predigt draus und eine theologische oder erzählt irgendeine Geschichte oder sonst irgendwas. Und in dem Moment sagt er, nein, sei ruhig. Ich habe mir überlegt, warum eigentlich? Warum sagt Jesus in diesem Moment, sei ruhig? Und jetzt könnte man natürlich annehmen, dass das hochtheologisch mit dem Messias-Geheimnis zu tun hat. Also die Frage, weiß Jesus selber, dass er der Messias ist und der Sohn Gottes? Und will er, dass es die Menschen wissen? Und will er, dass es die Menschen in diesem Moment wissen? Man könnte natürlich auch andere Dinge annehmen. Ich habe aber eine Vermutung. Und diese Vermutung führt mich genau in unsere Gegenwart hinein. Meine Vermutung ist, dass Jesus diesen Geist zum Verstummen gebracht hat und ihm gesagt hat, sei ruhig, weil er nicht wollte, dass die Menschen ihn festlegen. Er wollte nicht, dass die Menschen, die da drumherum sitzen, sagen, wow, jetzt haben wir es also von richtig guter Autorität, selbst die bösen Geister wissen, das ist der Heilige Gottes. Jetzt wissen wir es 100%. Ich glaube, Jesus wollte genau das nicht. Dass eben nicht überall herum erzählt wird, alle wissen es, er ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, warum er das nicht wollte. Und meine Vermutung ist, dass er nicht wollte, dass sie das rumerzählen, weil das Begegnung nicht mehr möglich gemacht hätte. Stellt euch mal vor, es wäre anders passiert. Also alle, die es gehört haben, erzählen es rum. Die Jünger, die dabei waren, erzählen es rum. Jesus erzählt es rum. Also übrigens, selbst die bösen Geister wissen es. Also es wäre ja die perfekte Werbung. Ne? Jesus, selbst die bösen Geister wissen, wer er ist. Ne? Also making headlines, change history. Ne? Das wäre natürlich toll. Aber dann wäre jeder, dem Jesus begegnet ist, sofort auf die Knie gegangen. Dann wäre jeder, der Jesus begegnet ist, sofort in eine Situation hineingeraten, wo ganz heilig, den traue ich mich nicht anzusprechen. Also ich hätte zwar Hilfe nötig, aber den spreche ich nicht an.
Das traue ich mir nicht. Was, der will bei mir ins Haus kommen? Nee, tut mir leid, Jesus, bei mir ist fürchterlich nicht aufgeräumt. Also, geht gar nicht. Also, Abendessen bei mir. Was, du willst dich mit mir unterhalten? Statt diese Begegnungen, die möglich gewesen wären. Alles, was da möglich gewesen wäre, wäre sofort überschattet gewesen, weil die Menschen gar nicht mehr Jesus begegnet wären, dem menschgewordenen Gottessohn, dem Wort Gottes als Mensch für uns. Wir haben es an Weihnachten gefeiert, sondern sie hätten ihn irgendwie im Tempel eingesperrt. Und wenn ihr dem Gebäude dann im Tempel ihre eigenen Vorstellungen, und es wäre eine Lichtgestalt aus Jesus geworden, die immer weiter weg gewesen wäre und mit der niemand mehr einen Kontakt gehabt hätte. Der Heilige Gottes, glaubt ihr, die Frau, die unter einer für die Zeit unheilbaren Krankheit litt, hätte es gewagt, das Gewand anzulangen von Jesus und Heilung zu erfahren? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Aussätzigen zu Jesus gekommen wären und gerufen hätten, Jesus, wir brauchen deine Hilfe? Wenn sie diese Vorstellung von diesem großen, Unglaublichen hätten. Nein, ich glaube, Jesus hat verstanden, dass er bei den Menschen sein sollte und wollte. Dass er bei den Menschen sein musste. Und er eben nicht wollte, dass die Menschen alle vor ihm in Ehrfurcht erstarrt und zum Schweigen verurteilt auf den Knien liegen, ihn anbeten. Das ist übrigens gar nicht so weit hergeholt. Es gab in dieser Zeit genug, die genau das wollten. Der Kaiser in Rom wollte genau das. Die Mächtigen wollten genau das. Ja und Amen. Diese Haltung wollte Jesus nicht, sondern Jesus wollte, lasst uns gemeinsam an den Tisch sitzen und miteinander reden. Und weißt du, du willst zu mir kommen und mich in den Arm nehmen, komm. Du willst mich berühren, weil du mich heute berühren musst. Komm und berühre mich. Ihr wollt der Frau verbieten, mich zu berühren. Ihr habt wohl nicht alle Tasse im Schrank. Das wollte Jesus sagen. Und deswegen hat er gleich am Anfang dieser Geschichte, diesem unreinen Geist, verboten, da eine Heiligkeitsgeschichte aufzubauen. Ich glaube durchaus, dass Jesus der Heilige Gottes war, aber er wollte nicht, dass wir der Heilige Gottesband zwischen ihm und Jesus aufbauen. Und ich finde diesen Zugang zu dieser Geschichte deswegen so ganz arg schön, weil er für mich spricht, und zwar in meiner heutigen Zeit. Ich habe mir überlegt, wie ich euch das erkläre. Stellt euch, also ihr wisst, ich bin schwuler Mann, immer noch auf der Suche nach dem Traummann. Ich gehe in eine Bar und da steht er. Ach, toll. Ja? Und ich nehme all meinen Mut zusammen und gehe rüber zu. Ihr könnt euch das jetzt umsetzen, also übersetzen in lesbische Frauen oder in hetero Frauen oder hetero Männer. Das müsst ihr übersetzen. Für mich ist schwuler Mann. Okay? Und kaum bin ich knapp da, also ich will gerade loslaufen, zupft mir einer am Ärmel und sagt, du Axel, du weißt schon, das ist der Sohn von Bill Gates, gell? Also Milliardär. Oder du weißt schon, gell, das ist der Prinz von Dänemark. Oder irgendein Star, den ich wahrscheinlich nicht kenne, also die Stargeschichte funktioniert nicht, weil ich kenne die heutigen Stars nicht, also ich hätte ihn ja nicht einmal erkennen, ich hätte ja nicht einmal wissen, dass er irgendein Star ist. Die hocken für mich im Dschungel und will dort rausgeholt werden, aber egal. Aber nee, wenn ich dann, und dann hätte mir irgend so ein unreiner Geist ins Ohr geflüstert, du bist ein Millionär und der Prinz von Dänemark. Und ich so, okay, traue ich mich nicht, weil also so viel Mut habe ich nicht, ein Milliardär und der Prinz von Dänemark anzusprechen. Den netten jungen Mann da drüber, das hätte vielleicht noch nachgebracht. Und wir hätten womöglich einen ganz wunderbaren Abend miteinander gehabt und hätten uns kennengelernt. Und irgendwann hätte ich vielleicht auch rausgefunden, aber dann wäre es nämlich schlimm gewesen, weil dann hätte ich diesen Menschen schon gekannt und er mich. Und dann hätten wir es schon irgendwie auseinandersortiert, wer dann im Zweifelsfall Schwiegereltern wäre. Aber wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte es nicht geklappt.
Genauso wäre es den Menschen damals mit Jesus gegangen. Sie hätten Jesus nicht berühren können. Sie hätten Jesus nicht begegnen können. Sie wären nicht an Jesus rangekommen, wenn sie gleich mit einer großen Vorstellung an ihn herangegangen wären. Und das hilft mir jetzt auch wieder, diesen Text zu verstehen, weil diese bösen Geister, die reden auch heute noch. Die reden auch heute noch. Wenn wir an Gott denken und wir auf einmal dieses Flüstern im Ohr hören von den Theologen, und ich sage ganz bewusst Theologen, also männlich, weil wir Theologen Männer gerne große Bilder aufgebaut haben. Oh, wenn ich an Gott denke, muss ich erst Trinität verstehen und Epiphanias. Und das sind zwei Wörter, die ich schon nicht verstand. Und wie funktioniert das mit dem innertrinitarischen Dialog? Und also da muss ich erst Karl Barth gelesen haben, bevor ich... Das ist eine dieser Stimmen, die sagt, oh, du musst erst alles verstanden haben, bevor du dich an Gott wenden musst. Nein, wisst ihr überhaupt nicht. Wir dürfen einfach du sagen zu Gott. Das ist das Faszinierende an unserem Glauben. Dass da gar nicht eine große Wand aufgebaut wird, sondern wir Gott ansprechen dürfen und Gott uns anspricht als diejenigen, die wir sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Mitmenschen. Auch da gibt es diese Stimmen, die da reden, zu denen Jesus wahrscheinlich gesagt hätte, sei still. Bei unseren Mitmenschen heißt diese Stimme Vorurteil. Oh, Vorurteile sind was Schönes, vor allem wenn man sie bestätigt sieht. Ja? Wenn ich auf einmal denke, ja, ich weiß ja, was das für einer ist, was du da wieder ist, dann sehe ich nur noch, was du ja der ist, aber ich sehe nicht den eigentlichen Menschen. Das sind die Stimmen, die da etwas erzählen wollen, was zwischen mich und den Mitmenschen gerät. Und da sagt Jesus, sei still und fahre aus, du böser Geist des Vorurteils. Und wenn wir es in einem dritten Schritt machen wollen und uns selber angucken, auch da gibt es diese Stimmen, die da so an mich ranreden. Das ist dann nicht Theologie und Vorurteil, sondern das sind dann diese inneren Dämonen, die sagen, nee, das kann ich nicht. Ich traue mich nicht. Also mir ist die ganze Zeit gesagt worden, dass ich das nicht darf. Also ich als Frau darf das nicht. Ich als Alter darf das nicht. Das habe ich noch nie kennen. Zu diesen Stimmen, glaube ich, sagt Jesus ganz bewusst und ganz laut, sei still. Und wir dürfen diesen Satz Jesu, sei still, immer wieder sagen, wenn wir es hören, das geht nicht, das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht das genug. Das sind diese Stimmen. Damals haben die Leute erzählt, dass sie aus einem wilden Menschen herauskam, weil ein Dämon drin sitzt. Die Wahrheit ist, diese Stimmen existieren tatsächlich. Und sie sind viel subtiler in der Zwischenzeit, aber nicht weniger gefährlich. Und ich bin dankbar, dass Jesus zu all dem Nein sagt. Nein zu dem großen Bild von, ich muss alles verstehen an Theologie, bevor ich Gott begegnen kann. Nein zu den Vorurteilen, die uns von den Mitmenschen trennen, und Nein zu all dem, wo wir uns selber klein machen. Und da wird aus einer uralten Geschichte, die so fremd klingt, auf einmal eine Geschichte von mir heute. Und ich bin dankbar, dass Jesus neben mir steht, so wie er in der Synagoge von Kapernaum stand und sagt, nein, sei still, du böse Stimme, denn es ist Heil, es ist Gutes und es ist Segen für dich. Amen. Das war ja mal plausibel gepredigt, Axel. Vielen Dank dafür.
Und ich habe mir dann das einfach in dem Moment vorgestellt, wenn du in dieser Bar stehst und dieser Däne steht am anderen Ende. Und ich meine, es hätte ja einfallen können, wenn man weiß, da steht ein Däne, dann sagt man, Ökemöng Hawk. Ja. Und außerdem, weißt du, Axel, ich weiß ja, dass du ohne Arg bist und nicht berechnend. Aber unsere Gemeinde hat ein Bankkonto. Ja, du Sohn von Bill Gates, ist schon in Ordnung, den nehmen wir. Okay, am Mittwoch, ich habe es euch erzählt, hat sich der Vorstand getroffen und hat versucht, einen Haushalt aufzustellen, den wir euch am 27. März herzeigen wollen. Und die gute Nachricht ist wirklich, wir sind ganz wunderbar durchs letzte Jahr gekommen. Das ist ein großes Geschenk und eine große Gabe. Und dann haben wir die Zahlen fürs neue Jahr auf Papier gemalt oder in eine Datei hineingefrickelt, die dann irgendwie immer automatisch am Ende der Spalte irgendwelche Summen ausspuckt. Und wir waren ziemlich beseelt, bis uns eins auffiel, nämlich, dass wir die Preisverleihung des Rosa Detlev gar nicht haben stattfinden lassen können im November. Und dann gab es da so einen gewissen Grundschreck, der sagte, okay, und haben wir das in 21 womöglich zweimal und auch zweimal die Kosten und so. Will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ihr merkt schon, woraus rausläuft. Jede Woche und jeden Monat können wir neu wieder was brauchen für was wir für sinnvoll halten. Und wir freuen uns einfach immer wieder neu, wenn ihr großzügig sein könnt und möchtet. Lieber Gott, danke für all die Gaben, die uns gut auch durch schwere Gewässer segeln lassen. Danke für all die Großzügigkeit, die wir genießen, für die Gaben von Hingabe und Dienst hier an dieser Stelle, in dieser Gemeinde, an diesem Ort, dass dein Wille hier geschieht. Und segne du, was hier zusammenkommt. Lass es das sein, was du möchtest, dass wir tun. Segne unsere Entscheidungen, wenn sich der Vorstand trifft, wenn sich die Gemeindeversammlung trifft und sagt, dafür wollen wir Geld bereitstellen, dafür wollen wir das auch. Und an der Stelle streichen wir ein bisschen was weg, weil das brauchen wir im Moment nicht. Lass uns spüren und hören, wo du möchtest, dass wir hingehen, dass wir wirken, dass wir sehen, da ist Not, um die sich kein Mensch kümmert. Und segne, was uns bewegt, außerhalb unserer Gemeinde, in unserer Familie, mit unseren Freunden, an unserem Arbeitsplatz, in der Einrichtung, in der wir leben. Sei du bei uns und segne, was uns sorgt. Segne, was uns freut. Und segne, was uns sorgt. Leg du deinen Segen auf die Irene und auf den Bodo, die du in diesen Tagen zu dir gerufen hast. Leg du deinen Segen auf die Marion und auf die Jutta, die Luisa, die Tabea und den Thomas und all jene, die deinen Segen heute ganz besonders brauchen. Amen. Und so feiern wir auch heute wieder Abendmahl, anders wie sonst, leider. Wir können nicht austeilen, wir können uns nicht begegnen, aber wir können in unserem Herzen sicher sein, dass Jesus Christus, auch wenn es am Altar bleibt,
bei uns ist und in uns wirkt. Und so nahm er in der Nacht, bevor er von allen seinen Freundinnen und Freunden verlassen worden ist, das Brot, sagte dir Dank, brach's und gab's allen, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Tut dies, so oft ihr dies tut, zu meinem Gedächtnis. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir wiederum, reichte den Kelch allen, die um ihn waren. Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Trinkt alle daraus. Und so oft ihr dies tut, tut's zu meinem Gedächtnis. Und so wollen wir das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens verkünden. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Und wir dürfen uns gewiss sein und sicher sein, dass er mitten unter uns ist, dass er uns an jedem Tag begleitet und in jeder Stunde. Amen. Lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne eure Wege jetzt nach Hause durch die Dunkelheit und durch die Nacht, in die Stadt oder aufs Land. Er segne den heutigen Abend, den morgigen Tag, die nächste Woche. Was immer vor euch liegt, hat er fest im Blick. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden, der nie endet.